Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Visions of Mana. Wir haben den ersten Benevedon besiegt, sind jetzt hier in Carinas alten Heimat. Und hier ist es mies windig. Ich denke mal wegen des Benevedons, den wir jetzt besiegen müssen. Schauen wir mal kurz hier vorbei und reden mit dem Dude. Der übrigens genauso aussieht wie der Dude in Morleys Heimat. Nee, doch nicht. Carina? Hello to you too. Why would the Alms and Soul God return here to the Vale? You should be en route to the Mana Tree. The wind howls unabated. Is this not because you have failed to do your part and complete your duty as the Alms? No, you got it all wrong. The storm is because of the Benevedon of Wind. That's why we left the sanctuary in the first place, to defeat those monsters. All this time, I assumed this was just the manifestation of the prophecy of disaster. Tell us where Besseroth is, please. The Wind Sanctum. But you must not venture there again, Carina. Shiryu has already tried. We have not heard from him since. I will not lose more people to that terrible place. Shiryu disappeared? Why didn't you go after him? The path into the Wind Sanctum has been blocked by a large boulder. We have tried everything to make it budge, but it's no use. There is nothing more you can do, Alms. I suggest you return to the Mana Tree and fulfill your duty. I told you, defeating the Benevedons is part of our duty now. We're here to save the Vale, you stubborn dummy. What's not clicking? Carina, it would be unwise to anger the Benevedon further. Well, now that I know where the Benevedon is, we're finished here. I've got nothing more to say to you, Chief. Time to hit the road, everybody. Let's go save Shiryu from whatever trouble he's in at the Sanctum. Carina and the Chief are at each other's throats as usual. She wanted to check out the Wind Sanctum. I should catch up with her. Oh Mann, die beiden, Alter. Da steht sie ja schon. Look at the size of that boulder. No wonder no one has been able to get into the Wind Sanctum. Besseroth's doing, to be sure. I believe it's meant to be a warning. Oh, there you are, Fairy. Flying in this weather has been difficult. Anyway, what are you going to do about the boulder? I don't see what the big deal is. Flamey can take us over it in no time. Isn't that right? Don't worry, you've got this, Ramco. Now transform! Ramco, what's wrong? Are you sick? Does your tummy hurt? Are you scared of turning into Flammy? What? You mean you don't want to go back to the Wind Sanctum? Wait a minute. Isn't that where Ramco used to live? Long time ago, yeah. I went to the Sanctum once when I was training as an oracle. I tried to protect Ramco from a sudden violent gust of wind, but I got hurt. That's how I lost one of my wings, actually. Ramco never showed any interest in returning home after she brought me back to Longren. Maybe she wanted to forget all about the incident, but the longer we wait, the more I worry about Shiryu. Wounds of the body heal faster than wounds of the heart. We should look for another way in. Yeah. Best not to push her too much. In that case, do we attempt to ascend? Something tells me the people of the Vale would rather we got rid of the rock. But they mentioned they've been unsuccessful so far. I've got it. We gather the whole village together and push. Huh? It's a big town. Bigger than Verdius, at least. And we can help too. I think we have a shot is all. Everyone might have given up on moving this thing before they even got started. No one knew that it was a Benevedon's doing, after all. It's worth a shot. I'll go back to the Vale and talk to the villagers and see if anybody will lend us a hand. When I first met you, nothing could make you lift a finger for the Vale. True, but surely you noticed that I've since matured into a lovely, responsible alm. Y'all wait here.
Don't cause any trouble on the way. Thanks for the vote of confidence, Morley. I'll be back before you can say Sylphid. You stay here too, Ramco. I'll make the people of the Vale see reason somehow, so don't you worry. I'll visit the chief, and I should talk to Mom and Dad. I guess I better get the other oracles on my side too. The rest of the Vale is sure to join us then. Okay, Carina. Just explain the plan, and they'll see reason. Alright. Jetzt muss ich mit jedem Einzelnen hier talken. Hey, Dad. Mom. Carina! How are you, honey? How's Ramco? That's the spirit. You're shaping up to be quite Alm-like. You know, reliable and confident. Now that you mention it, what's the Elm of Wind doing here instead of the Mana Tree? Don't tell me you've abandoned your sacred duty, Carina. No, no, no. I'm still on the pilgrimage, believe you me. We're just taking care of other urgent business at the moment. Like what, young lady? Like defeating the Benevodon rampaging in the Wind Sanctum? That's why I'm here. I need help with the boulder blocking the way. That does sound urgent, but what can we do? Nothing, that's what. That boulder isn't going anywhere. And even if we could move it, what then? You run off into the jaws of danger to fight a Benevodon? Honey, you could get hurt. You were appointed the Alm. You can't be so reckless anymore. Fantastic. You still have no faith in me. You think I'd lose against the Benevodon? Or that I'd run away from my duty? See what you did? You accused her of running away. What was I supposed to think? Alms don't just visit home after they leave on the pilgrimage. I know, but if you weren't trying to shift the blame, then... Stop fighting! It's like all you ever do is argue with each other and lose your temper and scold me. Our tempers? Look who's talking, Missy. Everything that comes out of your mouth is either a whine or a complaint. Oh, don't start, you two. You know what? Fine, forget I even asked. If you're not gonna help me, then I'm not gonna waste my breath begging. Carina! Oh no, not again. I keep messing this up. I forgot how quickly we get into arguments in this household. I should leave them be until we've all cooled down a bit. Knowing those two, they'll bicker for hours. Better move on to someone else for now. Ja? When will I learn? I should just say what I came to say and be done with it. Sie hat aber auch ein Talent dafür, mit den Leuten aneinander zu geraten, oder? Jetzt muss ich wieder mit dem sprechen, das hat auch tierisch gekracht. What is it? Were you not finished with all you had to say to me? I'm back because there's one more thing to say. We took a look at the boulder, and we think we have a plan. But we need the whole village to work with us to move it. Carina, I realize you are trying to help, but what do you think a few additional hands will accomplish? Besides, Besseroth placed that rock there for a reason, and far be it from us to anger the Benevodon by ruining its inscrutable plans. But that's... Know that it is my responsibility to keep the people safe. I cannot ask them to court danger by helping you defy a Benevodon. How exactly do you think this is gonna end up for you, huh? You think everyone is safer keeping their heads down and pretend like that monster doesn't exist? According to legend, dragonfolk once soared through the air until the Benevodon of Wind took away our flight. Wings useless, our tribe was forced to live upon the ground. Whether this is fact or fiction, we dare not bring Besseroth's anger down upon us again. That's an old fairy tale that I know you heard from Shiryu. And speaking of Shiryu, you can't even be bothered to go looking for him in the Wind Sanctum. I cannot allow you to come to harm, even for the sake of another of our tribe. The alms are too precious to send on a fool's errand.
So you're sacrificing Shiryu because you're scared. The same reason you're just letting the Veil get pummeled like this. We can but trust in the winds of fate to spare us, Carina. Ugh, you're a terrible chief if you're willing to put people in danger just to keep the status quo. Coward! How dare you speak to your elders this way? Well, now I've gone and done it. I was supposed to convince the chief, not yell at him. I know the chief has his reasons, even if they're stupid ones. I get why he doesn't want to risk endangering the villagers. I get it, but I just can't help getting mad when I get talked down to like that. Okay. Dann gehen wir jetzt nach oben dort, um noch ein Gespräch zu führen. Ach, und das ist halt das so ein bisschen, was mich leider ein bisschen demotiviert an Visions of Mana, dieses Zeug hier gerade. Das zieht sich so in die Länge. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe davon nicht viel. So. Guck mal, ob er noch was Neues hat. Das können wir mitnehmen. Zack, dann ist es auch ausverkauft. Den können wir mitnehmen, 2 Stück. Die können wir mitnehmen. Maubab. Was ist denn das? Erhöht im Kampf erhalten. Ah, noch mehr. So, das brauche ich nicht zwingend. Das vielleicht. Nehmen wir mit. Stellt bei allen Verbündeten 250 TP wieder her. Ausdauer, Intelligenz, Geister. Das ist teuer tatsächlich. Waage der Göttin. Eine göttliche Waage, die das Elementarbrett in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen kann. Nicht im Ringmenü verfügbar. Das Elementarbrett. Verstehe. So, jetzt seid ihr dran. Hey, it's been a while. Carina! How's the wind dying going? Remember, you've only got 4 years to master it before the fairies do. Give us a break. We're trying, but we can't exactly practice with all these gale winds raging through the Veil. No, you're right. I'm sorry for teasing you. So, you're back in Longren. What about finishing the pilgrimage? About that, I have a request. The path into the Wind Sanctum is blocked, and I mean to do something about it. There's no way! People already tried to do something about the boulder and nothing worked. That rock just does not want to give way. That's why we have to get everyone to help at the same time. Once we move it, I can enter the Sanctum and defeat the Benevodon. You want to go into the Wind Sanctum again? But Carina, you might get hurt. And then what'll we do? That's all anyone ever says to me. Do you want this windstorm to last forever? You'll never be able to do the dying again. Oh, so now you're worried about the wind dying. You couldn't care less before you started your journey. We asked you to help summon the fairy and you refused. She only came once you finally relented. Thank the spirits. And here you are, asking for favors from the very people you left out to dry. You want the boulder gone? Do it yourself! Excuses, excuses. When did you get so hard-headed, Nagi? You know what? I think I will go move that rock. And once I do, that'll teach you to doubt me. Okay, that was definitely my fault. Before I was named the Yam, Shiryu and Ramco were the only ones who had my back. Of course I didn't feel like helping the rest of the Veil. But it's too late to apologize for that now. I could explain myself until I'm blue in the face, and it won't change what I did. Come on, Carina. Great.
That was our last ray of hope. I don't think anyone will give me a different answer. I'm just fighting against the air current at that point. Well, there's no use waiting around here. Better go back and deliver the news to Val and the others. Now I get to go tell everyone how I couldn't convince a single person to help. Ja. Sie wohl ein bisschen was gut zu machen. Dann sind wir dem jetzt mal auf der Spur. Da stehen sie alle. Ha! I'm sorry, everyone. It didn't work. It's not your fault, Carina. No, it is. I left Longren on such a sour note before. My own mistrust of people came back to get me. I didn't place my faith in them, so why should they place any in me? In fact, the original reason I wanted to become an alm was to get out of the veil and see the world. My motives weren't pure at all. Maybe that confidence in my affinity to the wind element was really just me overcompensating for how little the villagers believed in me. I don't know. Carina. I wasn't the alm that Longren needed. I wasn't committed enough. But now, after such a long adventure, I can say for sure that I want what's best for the world, and especially for my home in the Vale. The thought that we could lose everything, all the people we've met, the places we've seen, the memories we've made, I won't let that happen. I'm ashamed of how I wanted the Vale to beg me to save them. I'd never do that again. Not now that I've seen so much of the world. Now it's up to me to prove that I've changed. I'll do whatever it takes to save Longren. I won't let anyone or anything get in my way. But I can't do it alone. Please, help me. And here I went through the trouble of composing you a song to boost your spirits. Guess I was wasting my time. No one could refute your current resolve, Carina. All you need do is rally and resume your efforts to remove the rock. Give the villagers a chance to see your hard work. It may take time, but they will come around eventually. We can't let them all down. We'll be the winds of change that fix things for the Vale. Thank you all so much. We've got this, Remco. Don't worry. Come on, you little... We may have overestimated our own strength. No, we got this. Just a little more. Where there's a will, there's a... Oh, who are we kidding? What? Why are you all... Carina, dear, you really need to work on your persuasion skills. I taught you better than that. She takes after you, after all. Don't you start. I'm sorry, Carina. I should have been more willing to listen to you. I know you just wanted to help the Vale. And I still yelled at you. Oh, my back. If only I were a few years younger. A few? Chief, you better not blow out your back. Never mind me. Don't you have something you want to say to the people, Carina? I'm really grateful to you all. Let's get this done!
for the delay. Had to deal with something. You've almost got it, everybody! Push! Look at this mess. I'll never get the stains out of my garb. Well, I'll be. We actually managed to work together and move that boulder. We did it, everyone. Well done. The Elemental of Wind granted us his divine assistance in our hour of need. With Sylphid's help, we prevailed. And, of course, we owe our thanks to Carina, the Soul Guard, and the rest of the Alms for reminding us of what's really important. Well, don't thank me just yet. We still need to subdue Besseroth and find Shiryu after all. So, you are going to the Wind Sanctum after all? Even though that's where you got hurt before? I'll be fine. I'm not the same person I was back then. Plus, I've got a bunch of dependable friends I can rely on this time. You'll help too, right, Ramco? Could it be? Is that the legendary sacred beast Flammy? Thanks to all your support and your combined efforts, Ramco's not afraid to take us into the Sanctum anymore. Thanks again. Leave the Benevodon smashing and Shiryu saving to me. Come on, Val, Morley, Palomina, Joulet. There's no time to lose. Carina! Take care, okay? Carina's always been a feisty one. I've barely had the chance to wish her well on her adventures. And yet, she was still able to bring the whole Vale together. She's gotten even stronger on her journey, it seems. Naja, Mensch, dann haben wir doch ein bisschen was Gutes getan. Carina konnte so ein bisschen in ihrem Dorf, wo sie echt verbrannte Erde hinterlassen hat, so ein bisschen wieder Fuß fassen. Grüß dich, Yu, wie geht's? Das ist Visions of Mana. Das spiele ich schon richtig, richtig lange. Seit September bin ich an diesem Spiel dran. Ist eine Empfehlung von Christian. Ich hatte getestet dann hier Trials of Mana, damit hatte ich angefangen. Und es hat mir zugesagt und dann habe ich mich sehr gefreut, Visions of Mana holen zu können. Das macht richtig Spaß, richtig geil. Also falls du mal was suchst, kann ich das empfehlen. Wind here doesn't feel right. But no wind will feel right until we take care of that Benevodon. Shiryu probably went this way too, right? We better hurry. So is anyone ever going to explain who this Shiryu guy is or what? Oh, right. You weren't around then. I'll explain as we go. Windsanctum. I know I've asked a million times, but I still haven't gotten a straight answer about Shiryu. Oh, he's a keeper of tales from the Vale. Carina and Shiryu have a bit of a history. That still doesn't explain much. Why do humans make everything so complicated? Das ist eine gute Frage. Ups. Ah.
Im Windsanktum wehen starke Windböen, die du als Fortbewegungsmittel nutzen kannst. Springe in eine Strömung und lass dich von ihr tragen. Wenn du nicht weiter weißt, suche die Umgebung nach versteckten Schaltern ab, um neue Strömungen zu entfachen. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Und dann gehen wir in die Windströmung rein. Ach, da vorne. Und hops. Yippie. Erstmal das hier aktivieren. Und dann nicht vergessen. Nee, so. Das hier zu futtern. Für mehr Erfahrungspunkte. Und dann geht's rein in den Fight. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an das Kampfsystem gewöhnen. Ah, so wie ist die Steuerung? R1 sind hier die Fähigkeiten, okay. Ich spiele nämlich gerade auf Dragon Age und oh, jetzt bin ich verwandelt, scheiße. Oh Gott, ich muss aufpassen. Und mich heilen irgendwie. Wie mache ich das? Hier rüber. Aua. Glück gehabt. Muss mich trotzdem nochmal heilen. Schokolade futtern, das hilft. Perfekt. Kurz mal. Alter, die sind so weit weg. Ich kann die Entfernung gerade gar nicht abschätzen. Ich glaube, weil ich es gewohnt bin. Entschuldigung. Ich glaube, weil ich es gewohnt bin, dass bei Dragon Age der Charakter nach vorne dasht. Das haben wir. Oh mein Gott, wie viele blaue Punkte sind denn hier bitte? Secured. Hey, do you think the people of the Vale understood how grateful I was for their help? Yeah, I think they got it. They know you care. Haben wir? I will take this. Was ist das denn? Achso, das sind diese Blumen. Und rein. Haben wir hier noch? Das dauert wieder sehr lange. Ach, der Regen, stimmt. Der ist geil. Bam, 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 bam. Und zack. Gleich hätte ich meine Ult. Aber gut, brauche ich jetzt erstmal nicht einsetzen. Die sind so gut wie besiegt alle. Haben wir. Irgendwo ist hier was. Ach da, diese Truhe. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was ich da bekommen habe. I will take this. So, dann haben wir hier das. Aber irgendwas scheint hier noch zu sein. Das da oben drauf. Komme ich da hin? Warte mal. Nicht, dass ich das übersehe. Ah ne, da komme ich nicht hin. Komme ich wahrscheinlich nur mit diesem Windstrom. Jawohl. Eieiei. So machen wir das. Und wozu ist der jetzt? Ah, der ist hierfür. Ah ne, hier vorne. So, dann sind wir nämlich hier. Das können wir öffnen. Dann können wir hier rüber. Eigentlich auch im Grunde genommen komplett sinnlos, finde ich, diese Funktion jetzt mit diesem Wind. Also die Hügel einfach ein bisschen näher platziert oder die Felsen und schon kann ich einfach drüber hüpfen. Aber gut. Lassen wir mal so stehen. So, hier gehe ich direkt mit der Ult rein. Ich weiß gar nicht mehr. Hier. Um den Kampf ein bisschen abzukürzen. So.
Komme ich da ran? Naja, nur an eins. Aber kann ich auf den Baum? Jawohl. Und dann haben wir doch beide. Oh, da ist eine Truhe. Mensch, hätte ich fast übersehen. Erhöht im Kampf erhaltene Erfahrungspunkte vorübergehend um 20%. Alter. Das ist nice. Wo soll ich nicht von Anfang an hin können? So, du meinst, dass ich einfach sozusagen weitergehe oder was? Oder? Ah, okay. Ja, wie man es nimmt, wa? Warum ich das auch immer nicht sollen dürfte, können, möchten. Aber ich komme in dieses Gebiet so oder so nicht einfach so. Weißt du, also das Gebiet ist ja jetzt eigentlich nur offen durch die Tatsache, dass wir jetzt diese Mission machen müssen. Das heißt, ich wäre oder so nicht hierher gekommen. Jetzt laut meines Verständnisses. Ach so, verstehe. Verstehe. Okay, jetzt lass es noch kurz regnen. Und dann Attacke. Oh, das war's schon. Jetzt muss ich kurz abwarten. Also noch 4 Minuten ist das aktiv. Ich will mal kurz in meine Unterlagen gucken, wollte ich gerade sagen. Ich will hier nämlich mal ein paar Sachen verteilen. Und zwar dieses Ding hier. Davon habe ich 6 Stück. Oh. Ah, ja, verwenden. Dann hat sie mehr Platz. Was kann sie denn benutzen? Hier oben waren jetzt 2 neue Sachen. Mondschild. Was könnte sie pushen? Hier, Tatendrang. Bei 100% verbleibenden TP erhöht sich der Angriff um 15%. Kriegt sie das? Oh. Hä? Achso, der benutzt das gerade. Dann haben wir hier Stab- und Spiegelrune, Magie und Magieabwehr, Verteidigung, Schlummerblume, Zorn der Erde, Windes, Zorn des Feuers benutzt sie schon. Das hier. Ah, das benutzt er schon. Ah, wir haben das benutzt sie schon. Erwischt Christian. Okay, ich habe jetzt... Nichts Interessantes, was ich ihr noch geben könnte. Lassen wir es offen. So, wir waren hier. Und ich möchte... Ich habe doch nicht nur diesen Keks. Ich habe eine von der Elementarbrett gefüllte Substanz, mit der Morleys Elementarbrett erweitert werden kann. Warum habe ich es noch nicht benutzt? Oh, das sieht cool aus. Blütenraserei. Dann muss ich gleich mal hier in die Charaktergeschichte. Techniken. Und er hat einen Code Phantomkling, Wirbelsturm, Kristallin. Er bittet die Kraft der Holzgeister, um den Anwender oder den Verbündeten vorübergehend vor Schaden zu schützen. Die Shuriken, ne, die sind ganz cool, wirft 4 magische Klingen und verursacht Schnittschaden. Erzeugt einen kleinen Tornado, Windschaden. Doch, dann machen wir die raus, dann hat diese Klingen. Und machen dafür: eine magische Blume verstreut ihre Pollen und gewährt eine Chance, getroffene Gegner in Schlaf zu versetzen. Blütenraserei machen wir rein.
klingt alles irgendwie cool. Ich hatte doch aber nicht nur den. Oder war das doch das? 15%? Ich hatte noch irgendwas anderes, was... Ach so, das kann ich auch noch mal verwenden. Ja, Julie weitere Fähigkeitenplätze, aber ich spiele mit ihr nicht. Ihm. Mag nicht. Okay, nee, dann mache ich die mal ins Ringmenü aufnehmen. Was macht denn dieses Heilkraut? Achso, ja, heilen wahrscheinlich, oder? So, die nehme ich jetzt mal auf. Did anyone detect a disturbance just now? No, but I don't feel anything evil in the area either. Perhaps Sylphid is simply watching over us from afar. Hier ist irgendwo was, aber ich komme anscheinend nicht ran. Warte mal, jetzt gucke ich genau in die Richtung. Hier ist irgendwas. Jetzt stehe ich genau drauf. Ich habe irgendwas verpasst. Verdammt, das ist genau unter mir. Anscheinend. Ah ne, bin ich jetzt... Hä? Soll nach da oben. Ach, dann ist es über mir wahrscheinlich. Das kann dann auch sein. Gehe ich jetzt von aus. Ich weiß es nicht. Soll darauf. Ja. Aber dann hätte es ja auch zumindest einmal gereicht, Christian, weißt du? Also zumindest ein- oder zweimal, um halt zumindest nicht weiterzukommen. Aber jetzt hier 50 Mal. Ja. Kann man machen. Hat sie das jetzt eingesetzt? Weiß ich gerade gar nicht. Das hat gekracht hier gerade mit dem Feuer. Nice. Weg mit dir. Gewonnen. Kurz warten. Ein Seelenkristall Großmümmler. Boah, 5000. Geil. Und jetzt kommen wir da fett nach oben. Oh, schaffen wir das? Ja, sieht gut aus. Oh, da haben wir es aber nicht hingeschafft. Da war nochmal Bärenhonig. Wieso haben wir das nicht geschafft? Which way did we come from again? Was it that one? It's hard to keep track of which routes we used. Onward and upward. Gotta reach the top somehow. I have gathered some grizzly syrup. Yippie! Meine, oh, sehr schön, meine Fähigkeit ist aufgeladen. Rein in den Kampf. Und bam. Die haut so rein. Kann mir doch keiner erzählen, dass nicht wie eine zweite Ult ist. Alter Schwede. So geil. Einfach so geil. Yippie. Jetzt gehe ich hier kurz den Nebenweg. Achso, ist gar kein Nebenweg. Ist wahrscheinlich der richtige Weg. Dann werde ich kurz hier nochmal luschern. Ach, hier kann ich speichern. Das heißt, da vorne wird wahrscheinlich der Kampf sein, oder? Gehe ich jetzt von aus. Sieht auch aus wie eine fette Arena. Meine Ult ist fast voll. Dann probieren wir es mal.
Ah, nein, probieren wir noch nicht. Denn wenn es jetzt so sein sollte, knalle ich mir erst noch schnell diesen Keks ein. Um meine Erfahrungspunkte zu steigern. Oder es ist wieder so ein Zwischenkampf. Das fand ich bei bei der Morley-Welt, glaube ich, mit diesem Vampir so kacke. Dachte ich voll runter. Ui. Das war ein Fehler, das aufzubrauchen. Aber okay. Okay, reicht. Kommt mal runter auf euren Boden hier. Jetzt kann ich mit ihr wenigstens wieder vernünftigen Schaden machen, denn bei den Vampiren und sowas hat das gar keinen richtigen Schaden verursacht. So, dann nochmal schnell regnen lassen. Oh. Ah, die haben... Das sieht geil aus. Die Vögel, das ist der Vogelsound. Nochmal den Regen aktivieren. Schaffe ich es rechtzeitig? Ja. Boah, das war knapp. Die halten viel aus. Ah, Ello. Wow. Nicht rechtzeitig rausgeschafft. Autsch. Was habe ich getan? Ich weiß gar nicht mehr, was diese Dunkelfähigkeit überhaupt so richtig macht. Oh, weg. Oh, sie ist schön in der Bubble drin, das heißt, die explodiert gleich. Oh, das hat ja gar nichts verursacht. Autsch. Alter Schwede, hat die mich erwischt. Au. Das war's. Das war doch nicht... Alter. Okay, mein Angriff wurde gestärkt. Es macht nur 100. Jetzt muss ich aufpassen. Die sind frech, Alter. 2 Stück. Ich bin ja nur am Heilen. Fuck, Mann. Das hat gut geschallert. Was machen sie jetzt schon wieder? Oh. Okay, dann lasse ich es mal regnen. Und hau noch was rein. So. Tut ihm das eigentlich? Ah, die sind dann, zumindest eine von denen ist dann nochmal gestunt, wenn, Oh, ich kann meine Ult aufladen. Guck mal. Da vorne sind blaue Vasen. So. Naja, es hat zumindest am Ego gekratzt. Aua, Mano. Ich habe keine Schokolade mehr gleich. Was kann ich sonst noch? Bam. Jawohl. Die Blauhaarige sind wir... Wow, das war knapp. Wo ist die Blauhaarige? Da. Die hat mich erwischt. Nee, ich wollte nicht auf die rosa. Okay. Die haben ungefähr gleich viel Schaden. Ich dachte, einer hat ein bisschen mehr Schaden. Weg. Ich lasse es regnen. Schaffe ich das? Sehr schön. Sie will was von mir. Ausweichen. Boah, das war gut. Oh, die rosahaarige ist gleich weg. Perfekt.
Das hat sie erwischt. Und Regen, Regen, Regen. Perfekt, jetzt haben wir es geschafft. Wow. Was für ein finales Bild. Seelenkristall Aelo. Und Okipete. Was halt wiederum motivierend ist durch die ganzen krassen Kämpfe, die jetzt hier seit einer Weile stattfinden, levelt man halt sehr schnell und sehr viel. Das ist cool. Hopsa. Engelskelch. Wie viel Schokolade habe ich eigentlich noch summa summarum? Eine. Fuck. Habe ich noch irgendwas, was sonst irgendwie, ja, das hier halt, das ist aber schwach. Und das ist auch nicht gerade stark. Damn. Okay, Stärke-Serum. Gebe ich ihr ihm. Er hat schon wieder den Fehler gemacht, rauszugehen. Und Intelligenz-Serum. Gebe ich den, mit dem ich am meisten spiele. Scheiße. Ich habe nicht mehr wirklich oberkrasse Heilung. Vielleicht sollte ich mein Team ändern und Morley reinholen. Ah ne, der hat auch keine Heilung mehr, die er benutzt aktuell. Der habe ich ja eine andere Fähigkeit gegeben. Reliquie meine ich. So. Ich entferne mich ja immer weiter. Check ich gerade. Okay. Haben wir dann hier Feines? Noch mehr Erfahrungspunkte. Danke für die Info. Und dann können wir in den Windkanal von ihr aus rein. Oh, wow. Hä? Ich wollte gerade sagen, warum greift der mich nicht? Kurz Risiko gegangen. Und noch mehr Erfahrung. Und rein. Ich treffe nicht mehr. Blups, blups, blups. Nimm das. Bam. Ich weiß nicht, ob ich meine Ult schon aufschwenden sollte. Weil ich nicht weiß, wann der große Bosskampf kommt. Scheiße. Oh, und die anderen beiden sind verwandelt. Fuck. Ist doch ein Statuseffekt, oder nicht? Ach komm, leck's mir am Arsch, Alter. Ne, ich wollte nicht zu Carina. Ich wollte auch nicht zu ihm. Da wollte ich nicht kommen, jetzt reicht's. Die sind sehr nervig. Es wird wieder hier eine kleine XXL-Folge. Kleine XXL-Folge, das ist auch gut. Huh? Julie, did you say something? Nope, not me. Are you hearing things? Maybe. Sounded like someone called my name. Never mind, it's probably nothing. Jetzt drehen wir langsam durch alle hier. I have gathered some grizzly syrup.
Kann ich irgendwo vielleicht nochmal speichern? I will take this. Um vielleicht irgendwo hinzureisen dann. Um mir Schokolade kaufen zu können. Jawohl, das schallert schön rein. Wir müssen die Drachen loswerden, das ist halt das Ding. Der einen sind wir los. Jetzt hat sich da einer in den Weg gestellt. Ah, jetzt habe ich den Regen wieder benutzt. Aber er steht zumindest drin. Sehr schön. Das lief souverän. Könnte darüber. Soll ich dann auch? Dieses Geräusch. Hallo? So. Gewährt volle Resistenz gegen Lähmung. Entschuldigung. Zu früh entmutet, glaube ich. Ein Huster war noch drauf. Sirene. Ich möchte... Ja, die lassen sich gut bekämpfen. Hier möchte ich auch noch nicht meine Gefühl zweite Ult reinhauen. Guck mal, das geht doch ganz gut. Und zack. Guck dir das an. Das ging nur souverän. Er hat schon wieder... Gibt er sich das selbst? Ich glaube ja, ne? Barriere der Reinheit. Ermöglicht dem Träger den Einsatz von Barriere der Reinheit. Kann ich so schnell nicht lesen. Wir kommen dem Ziel immer näher. Kampf um Kampf. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was zu entdecken. Sehr gut. Waffe für Val. Was haben wir denn da Feines, mein Lieberchen? Ausrüstung. Oh, das ist... Ja, geil. Es ist besser. Seelenklinge. Haut den Angriff einmal vernünftig nach oben. Wie sieht denn die aus? Man sieht es leider nicht richtig. Aber die sieht schick aus. Sehr schick. Ja, die ist schick. Damn, die ist richtig schick. Alter. So, hier bin ich hergekommen und hier soll ich dann wahrscheinlich lang. Ja, hier zum Aktivieren. Um dann wieder hier rüber zu gehen. Yippie! Sei Schokolade, sei Schokolade. Goldkreuzklee. Fuck. Regen, Regen, Regen. Ich glaube, diese komischen Blumen sind die mich verwandeln können, ne? Schnell weg damit. Sehr gut. Ist nur noch der Drache da. Autsch. Ah, ne. Brauche ich nicht zaubern, brauche ich nicht. Haben wir so geschafft. Müsste gleich wieder einen Keks futtern. Für die Erfahrungspunkte. Das wollte ich sagen. Hier ist eine Truhe, da ist die Truhe. Rüstung für Carina. Geflügelter Happy.
Name einfach von einem anderen Planeten, aber okay. Ne, hier ist nicht hier. Ja, der ist sogar besser. Und jetzt haben wir den wundervollen Effekt in Visions of Mana. Ich habe eine neue Rüstung. Super selten Rüstung und Waffen zu finden in Visions of Mana. Und dann findest du was und dann rüstest du sie aus und es passiert nichts. Es ist so ein tolles und schönes Spiel, aber das ist echt ein Tritt in den Sack. Jedes Mal aufs Neue. Ich habe deine Nachricht noch, Christian, wo du gesagt hast, dass dich daraus auch ankotzt. Schade, ey. Hier ist irgendwas. Da ist eine Truhe. Waage der Göttin. Ach, sowas, was ich vorhin hätte beim Mausebären hätte kaufen können. Ach, die Scheißdinger verwandeln mich doch auch, ne? Ah, ich will aber mich weigern, jetzt irgendwie Ult oder sowas einzusetzen. Habe ich keinen Bock drauf. Ich schon. Ganz einfache Geschichte. I will take this. Manifest. Yeah. I cannot believe that I am buoyant on the breeze. Achso, erstmal springen. Dann sind wir ja gleich da, ne? Kann ich vorher speichern? Hoffentlich. Bam. Let us ponder our next plan. Ja, einmal speichern. Und dann will ich jetzt nochmal schnell eine Schnellreise machen. Wind von Sanctum? Nee. Doch, da bin ich gerade. Ja. Ich will ins Dorf. Sturmspitze. Eterna. Ich muss kaufen. Hier irgendwo ein Shop? Ich hoffe, dass da ein Shop ist. Alles klar, WB. Da vorne. Kaufen. Jawohl. Die hat jetzt nur... Ich kann sagen, die hat auch nicht nur eine. Wait. Bin ich irritiert. Ach so, 279 Stück kann ich kaufen. Nee, ich kauf 20. Ja, so, das passt. Davon habe ich auch eigentlich noch genug. Ach, kaufen wir nochmal 5 mehr, komm. Haben die noch was Neues hier? Nee, ne? Ich glaube, ich habe alles gekauft. Ah, nee, doch, die haben... Ui. Ach so, ja gut, das benutze ich gerade gar nicht. Ich benutze das hier. Aber es gibt mir nichts. Carina benutzt gerade ihre Fäuste. Da haben wir die. Biestpranke. Glaube ich, sie benutzt doch gerade ihre Fäuste, oder? So, und dann haben wir ihre Sense. Oh, jawohl. Ui, scheiße. Übrigens, YouTube-Zuschauer, das ist Christian, Visions of Mana-Fan und unsympathisch. So, perfekt. Das können wir uns reinknallen. Das können wir uns reinknallen. Ja, und dann haben wir doch mal gut reingehauen. Ja, wo ist denn der Speicherpunkt? Achso. Nee, warte mal, Kommen wir hier hin. Wie ist die Fahrt so? Im Eis? ICE? Zack. Schnellreise.
Da bin ich gerade. Wo ist denn... Da muss ich hin. Da. Will mal schnell Chicken Nuggets in den Ofen werfen. Ja, viel Erfolg dabei. Secure. Ja, bei dem Spiel zumindest. Bei den guten Spielen gucken alle weit. Hey, your fight's with me, you bully. Ramco's shown a lot of courage. Now, it's our turn. All right, time to beat this monster and clear the air. We gotta save Longgrip. Der sieht geil aus. Erinnert mich an Monster Rancher. Jetzt hau ich erstmal diese Ult rein. Und dann hau ich diese Ult rein. Heile ich, wenn ich ihm auf den Kopf haue? What the fuck? Wieso heile ich, während ich ihn angreife? Habe ich was verpasst? Alter, ist das ein Effektfeuerwerk. Ja, kann man machen, wa? Und schon ist... Alter, hier kracht's anders. So, ich lasse es mal kurz regnen. Die Zeit hatte ich nicht, war klar. Knapp. Und jetzt aber. Schneller, schneller. Das trifft ihn kritisch. Blups. Boah, was kracht mir? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich lasse es nochmal kurz regnen. Das haut nämlich ganz schön gut bei ihm rein, aber gut, schon geschafft. Das war bei dem Vampir genauso. Der Vampir und die beiden Harpien, die waren anstrengender als der Benevedon per se. Das war jetzt der Rieseneffekt, bum bam, aber der war easy. Besserot's defeat is a load off my mind. It's about time you showed up, Sylphid. I've been following you the whole time. Someone had to look out for this fella while you were occupied with the Benevedon. Shiryu, you're okay. Carina! I can't believe you came all this way to save me. Thank you. Why did you even go into the Wind Sanctum in the first place? You know it's dangerous in here. What were you thinking? I was looking for proof that it was the Benevedon behind all the wind, like I'd read in the ancient records. I am a historian after all. All I needed was to confirm it with my own eyes. So you knew there was a Benevedon in here? Why would you risk your life like that, Shiryu? Some people were blaming the Alm of Wind for the gales, but I knew it wasn't your fault. I just needed to prove it to the rest of them. Thank you for helping out with this, good sir. But shouldn't you have kept him away from the Benevedon and out of harm's way in the first place? You aren't wrong, Julie. But everything was a mess once the Benevedon was released. It was hard enough to keep that boulder from doing more damage than just blocking the entrance. It used up all my strength, and I had to take a nap. I can't do everything, you know. Then it sounds like things would have been a lot worse if you hadn't been here. I don't know how to thank you, Sylphid. The Veil really owes you one. Aw, I think nothing of it.
After all, the one who brought the people together was Carina. I wanted you, Shiryu, to see how far she's come on this journey. That's amazing. I always knew she'd be perfect for this job. I'm glad the Veil can see it now, too. Shiryu? Carina, Shiryu, you have much to discuss, but might this discourse be deferred until we return to Longren? You have a lot of catching up to do. We will leave you to it. Sylphid, I can regale you with stories from our trip. You'd never guess some of the wild things Carina's been up to. That does sound like fun. Count me in. Now then, let's head back to the Veil, everyone. The wind's died down. That's a relief. Not that it'll stay that way for very long. Ever since you left, the wind's been milder in these parts. It'd always make me think of you when the breeze blew past. It was nice. Comforting, even. Carina, I wanted to talk to you about that time with the fairy. You know, when I ran away. You want to kill the mood already? Honestly, I'm just glad I get to talk to you before you leave again. I hated that things were sour between us when you went on the pilgrimage. But at least we have this. I mean, I was mad. But it's all right now. No, it isn't. I should have been there to see you off when you left for Mount Gala. I let you down, even though I'd been hoping you'd be named the Alm for so long. That's news to me. Wait, really? You wanted me to be the Alm that bad? Of course. You worked so hard for it. I just couldn't see anyone but you being chosen. So I freaked out when I thought I was getting the job instead. That's why you ran? Yeah. I mean, you dreamed about seeing the world since we were little. Do you know how much I liked that you'd hang on to my every word when I told you the stories I'd been taught? But we both know the Veil is a secluded settlement with strict laws about traveling outside its borders. I knew that's why you wanted to be an Alm. Yeah, but then I got hurt during my training. You might have lost your wing, but you never lost your passion. I always loved that about you. I was so proud of your determination. I know. You never laughed at me for wanting to be the Alm, unlike the others. Thanks for coming back and giving me a chance to tell you what I always wanted to. And please allow me to see you off properly this time, Carina. I guess, since you asked so nicely, I can let you do that. Thanks. For always supporting my dreams. Which reminds me, I have a lot that haven't come true yet. Journeying across the world is the best, and there's still so much I haven't seen. Places you told me about, places you never even knew existed. Just think of all the things I can learn and tell you later. Ramco and I, we're itching to roam. We'll search through every nook and cranny of this world of ours. That's my new dream. It sounds like a beautiful one. I can't wait to hear more about the adventures of Carina, the explorer. I guess it's time for us to go, Ramco. We still have some unfinished business to attend to before we can begin our expedition. Safe travels, Carina! I'll see you later, Shiryu. You can count on it. So, Carina, who is Shiryu exactly? He's someone who's always had my back. One of my best friends. Finally, a straight answer.
I was hoping you'd have one by now. Yep, it's all settled. Thanks, Julie. So. Also Carina scheint wirklich eine starke Charakterentwicklung durchzumachen. Alle Achtung dafür. Warte mal. Das bringt mir doch gar nichts, dahin zu gehen, oder? Doch? Geh erstmal zu dem hier. Nee. Illistana, Hauptstadt der Fluten. Jawohl, wir gehen in Helminas Gegend. Check on Illistana? Hopefully Gandum, the benevodon of water, isn't causing any waves. Oh, with the flow of commerce centered in the capital, a benevodon strike would be catastrophic to the crowd. That is a future I would do anything to prevent. Jawohl, da gehen wir hin. I see no sign of benevodonal catastrophe in the capital so far. The people are as lively as ever. Ian appears to be well suited to his new status. Thank the goddess for that. Palomina, would you like to visit Ian while we're here? Given the pressing nature of our circumstances, I feel quite guilty taking up our precious time with a visit to my brother. But I feel this might be a convenient opportunity to inquire about any odd instances in the capital as well. I will head directly to the palace. Ian should be there. Would you like to accompany me? Of course. Let's go. It's been a while since I said hi to Ian. Ian's gotta be at the palace, right? Let's go see. Ja, machen wir. Ich will durch den Speicherpunkt. Ach, der ist da vorne. War der so weit weg? Ich kann auch eine Schnellreise machen, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Entschuldigung. Let's use the meridian to travel. So, da sind wir. Und zack. Let's plan our next move. Haben wir eine Menge Zeit in dieses Spiel schon gesteckt. Und es wird noch einige Zeit drauf gehen. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Reinschauen. Und habt den schönsten aller Tage. Und dann gerne bis zur nächsten Folge, wenn wir langsam aber sicher Richtung Ende von Visions of Mana gehen. Und dann dieses tolle Spiel, hoffentlich noch in diesem Jahr, abschließen. Haut rein.